Data Researches. Professor Dr. Boris Otto ist Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und Professor für industrielles Informationsmanagement an der Technischen Universität Dortmund. Am Fraunhofer ISST forschen er und seine Kolleginnen und Kollegen an digitalen Ökosystemen für die Logistik, die Datenwirtschaft und das Gesundheitswesen. In seinem Data Researches Blog beleuchtet Professor Otto aktuelle Digitalisierungsthemen. Hallo, heute würde ich gerne zu einem ganz aktuellen Thema sprechen, was uns in der Community der Enthusiasten zu Datenräumen und Data Sharing bewegt, nämlich Manufacturing X. Manufacturing X ist eine große Initiative, die gestartet wurde von einerseits dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, aber eben halt auch insbesondere breiten Teilen der Industrie und der Forschung. Wir als Fraunhofer sind eben dort auch dabei, zur Schaffung eines Datenraums für die Industrie, sozusagen eines Industrie 4.0 Datenraums. Und man kann sich fragen, naja, warum ist denn eigentlich so ein Datenraum wichtig? Wozu braucht es den denn? Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass die fertigende Industrie, wie alle anderen Branchen auch, vor einer ganzen Reihe von Herausforderungen einerseits, aber eben auch Chancen andererseits steht und sich einfach weiterentwickeln muss. Um einige Beispiele zu nennen, die Resilienz von Produktionsnetzwerken und von Lieferketten ist etwas, was ja zu Recht sehr heiß diskutiert wird, damit einfach Abhängigkeiten reduziert werden. Wir müssen auf der anderen Seite die Produktion, den Produktionssektor auch nachhaltiger gestalten. Also es muss einen größeren Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele geben. Und natürlich über allem müssen wir Sorge tragen, dass der Produktionssektor, die fertigende Industrie, ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht nur erhält, sondern einfach auch ausbaut. Und es ist wie in anderen Branchen auch klar, dass das sehr stark auf der Verfügbarkeit und der Nutzung von Daten basiert, die nun aber nicht ein Unternehmen alle alleine hat, die es dafür braucht. Um einige Beispiele für Anwendungsfälle zu nennen: Es ist so, dass wir eine sehr viel flexiblere Produktion, die stärker auf Kundenbedürfnisse eingehen kann, nur dann vernünftig organisieren können, wenn wir im Produktionsverbund, also Hersteller einer Wertschöpfungsstufe mit denjenigen Zulieferern, aber eben halt auch Kunden ihrerseits zusammenarbeiten, weil die Alternative wäre, dass man sich unendlich hohe Lagerbestände schafft, die einfach prohibitiv teuer wären. Also wir müssen enger zusammenarbeiten, wenn wir Kunden individuellere und letzten Endes halt auch damit auch flexiblere Produktion ermöglichen wollen. Auf der anderen Seite können wir Potenziale, die wir bisher in Fertigungslinien oder in Produktionsstätten lokal genutzt haben, noch hebeln, indem wir uns zusammentun über Wertschöpfungsstufen hinweg. Nehmen wir ein Beispiel des Ersatzteilmanagements. Es ist leicht vorstellbar, dass für teure Betriebsmittel eben auch teure Ersatzteile vorgehalten werden müssen, und das macht durchaus sehr viel Sinn. Es ist sehr sinnvoll, wenn sich Unternehmen die Bevorratung dieser teuren Ersatzteile teilen und dann aber eben auch Transparenz über die Verfügbarkeit und den Bedarf dieser Ersatzteile miteinander tauschen müssen, was in der Vergangenheit nicht notwendigerweise passierte. Darüber hinaus gibt es andere Anforderungen, im Beispiel auf den Klimaschutz. Wir müssen eine sehr viel genauere Erfassung von Informationen halt gewährleisten und diese Daten auch austauschen, was den Austausch von Kohlendioxid betrifft in einzelnen Produktionsstätten, die durchaus auch von lokalen Begebenheiten abhängen können, und natürlich eben halt von dem Transport der Halbzeuge und Komponenten sowie der Endprodukte. Und hier brauchen wir einfach über die gesamte Lieferkette eine sehr, sehr viel engere und detailliertere Datenkette, um diesen Anforderungen Genüge zu tun. Es ist also klar, dass man Daten teilen muss. Das kann man nicht alleine, weil nicht jeder alleine diese Daten hat, die es dafür braucht. Also muss man sich zusammentun und einen Datenraum gründen, der letzten Endes halt
dieses Datenteilen ermöglicht. Und das Muster, die Blaupause für diese Datenräume, die dann in verschiedenen Teilbranchen der industriellen Fertigung entstehen, ist Manufacturing X. Das Gute ist, dass wir hier nicht auf einem weißen Blatt Papier anfangen brauchen, sondern einfach auch viele Vorarbeiten nutzen können. Das betrifft einerseits Catena X, den Datenraum der Automobilindustrie, wo wir viel von lernen können. Auf der anderen Seite dann aber auch grundlegende Standards, die einfach da sind. Hier ist zuerst zu nennen die Verwaltungsschale, die ein Ergebnis der Plattform Industrie 4.0 ist und jetzt in der International Digital Twin Association weiterentwickelt wird, die ein Esperanto der Daten halt definiert, die wir brauchen, um Betriebsmittel, Anlagegüter in der Fertigung, Schweißroboter, aber auch Produkte selber einheitlich beschreiben zu können und diese Daten dann eben austauschen zu können. Auf der anderen Seite können wir zurückgreifen auf Standards von OPC-UA, wenn es darum geht, die Prozesse auf dem Shopfloor, also in der konkreten Fertigung halt anzubinden, beziehungsweise die Daten dieser Prozesse in einem standardisierten Format verfügbar zu machen. Wir können von Gaia X das sogenannte Trust Framework nutzen, also Verfahren und Mechanismen, um sich zu identifizieren und authentifizieren, um bestimmte Daten überhaupt nutzen zu dürfen in einem Netzwerk. Und im Übrigen kommt von dort auch, sagen wir mal, der Zusatz X bei Manufacturing X, weil man sich eben halt in der Gaia X-Familie bewegt. Und wir können eben halt Konnektoren nutzen, die über die International Data Spaces Initiative definiert sind, um eben halt Nutzungsbedingungen und sogenannte Policies für das Datenteilen halt zu definieren und auch auszutauschen. Und hier haben wir eben auch viele Vorarbeiten, die beispielsweise bei der Eclipse Data Space Component Entwicklung vorangetrieben werden, die diese Datenconnector und Policy Management Funktionalität dann in Open Source halt bereitstellen. Ich hatte schon erwähnt, dass Catena X die Blaupause für Manufacturing ist. Nun ist es aber so, dass viele Teilbranchen des industriellen Sektors sehr viel fragmentierter sind, kleinteiliger sind, auch ganz unterschiedlich als jetzt beispielsweise die Automobilindustrie. Und deshalb kommt den Verbänden eine ganz besondere Bedeutung zu, weil sie letzten Endes halt die hohe Zahl an Mitgliedern repräsentieren und damit letzten Endes halt auch für die Multiplikation der Manufacturing X-Idee und aber eben halt auch der Nutzung, die ja eine Voraussetzung für den Erfolg ist, eine ganz wichtige Rolle spielen. Hier sind zu nennen der Verband der Maschinen- und Anlagenbauer, der VDMA, aber eben auch der Zentralverband der Elektroindustrie, ZVI, aber eben auch der Bitkom als der Vertreter der IT-Industrie, der Verband der IT-Industrie. Denn am Ende müssen wir sehen, dass wir diese Konzepte, diese Architekturmodelle in Software gießen und letzten Endes halt auch damit nutzbar machen. Man kann sich leicht vorstellen, dass viele Forschungsfragen offen sind. Deshalb ist es für uns auch eine ganz besondere Freude und auch Ehre, bei Manufacturing X als Fraunhofer und insbesondere als Fraunhofer ISST dabei zu sein. Und ich bin sehr guter Dinge, dass es uns gelingen wird, in dieser konzertierten, orchestrierten Aktion von ganz vielen Teilnehmern dazu beizutragen, den industriellen Sektor, die industrielle Fertigung in Deutschland und Europa aufs nächste Level zu heben.